Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um meine Leseliste für Oktober. Ja, es kommen ja ein paar neue Bücher raus im Oktober und es gibt auch einfach generell Bücher, die ich gerne jetzt lesen möchte, weil es jetzt herbstlich wird, ein bisschen kälter draußen und dann fängt meine Thriller-Zeit an und davon werden auch ein paar auf meiner Leseliste stehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ich habe die nach Prioritäten sortiert, also welches ich auf jeden Fall als erstes lesen möchte. Und genau, also ich habe schon eine längere Liste. Also ich habe jetzt 8 Bücher und dann noch ein paar extra Bücher, falls ich da noch Zeit habe. Ich glaube, 8 Bücher ist schon, ja, ist schon viel. Aber wir werden sehen, ob ich das schaffe. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit dem ersten Buch. Und das ist The First to Die at the End von Adam Silvera. Das kommt nämlich am 4. Oktober raus und ist ja der zweite Teil zum Buch They Both Die at the End. Und es ist eine Prequel, also dann wird die Geschichte vor They Both Die at the End erzählt. Und zwar geht es da um den Deathcast, der ja in They Both Die at the End schon etabliert ist. In The First to Die at the End geht es darum, wie dieser Deathcast entstanden ist und ja, die erste Nacht, wo die Leute angerufen haben und erzählt haben, dass die sterben werden. Ähm, Wie gesagt, ich habe das ja schon in meinem letzten Video gesagt, dass ich das lesen möchte und dass ich dieses Konzept eigentlich richtig interessant finde. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was daraus jetzt gemacht wird in der Prequel, weil ich weiß, im zweiten Buch hatte ich ja, oder im ersten Buch hatte ich ja öfter so, gab es so eine Zwischengeschichten von Leuten, die ich dann richtig spannend fand, aber die wurden dann einfach nicht weitererzählt und das fand ich ein bisschen schade. Deswegen, ich bin gespannt, was jetzt im nächsten Buch passiert. Das zweite Buch ist, glaube ich, das meistersehnteste Buch. Das ist eigentlich meine erste Priorität, aber es kommt halt später im Oktober raus. Deswegen auf Platz 2, It Starts With Us von Colleen Hoover. Das ist ja der zweite Teil zu It Ends With Us. Also, ich bin sehr gespannt, was aus der Geschichte wird. Ich hoffe ja, dass da mehr über Atlas und Lillys Geschichte jetzt geschrieben wird. Also, ja, weil ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das sich entwickelt und freue mich schon richtig doll auf das Buch. Und sobald ich das habe, ich habe es schon vorbestellt, sobald ich das hier zu Hause habe, werde ich damit anfangen, egal welches Buch ich dann gerade lese. Das kann nicht warten. Ich freue mich schon sehr lange darauf, seitdem das angesagt wurde. Und genau, das ist dann das zweite Buch. Das dritte Buch ist My Policeman von Bethan Roberts. Das will ich schon richtig, richtig lange lesen, weil das spielt ja in Brighton und Brighton ist eine meiner Lieblingsstädte auf dieser Welt. Wenn nicht sogar meine Lieblingsstadt. Und genau, deswegen wollte ich das schon richtig, richtig lange lesen und ich finde auch, das hört sich richtig interessant an, die Themen, die da drin behandelt werden. Das ist ja schon seit 2012 raus und ich weiß nicht, warum ich es noch nicht geschafft habe, aber jetzt habe ich ja ein bisschen Zeitdruck, weil ich glaube, im Oktober kommt es ja in ausgewählte Kinos, der Film. Also, da kommt ja jetzt ein Film raus mit Harry Styles. Im Oktober kommt es, glaube ich, in ausgewählte Kinos und dann im November kommt es auf Amazon Prime. Das heißt, es ist ein bisschen Zeitdruck jetzt, weil ich das lesen möchte, bevor der Film rauskommt oder bevor ich den Film gucke, auf jeden Fall. Deswegen würde ich das gerne jetzt im Oktober lesen. Wenn ich das nicht jetzt sogar noch am Ende vom September lese, weil wir haben jetzt den 20., wenn ich das filme. Und vielleicht, ja, lese ich das auch noch diesen Monat. Wenn nicht, dann lese ich das dann im Oktober. Genau, in dem Buch geht es um Tom, Marion und Patrick. Und Marion und Tom sind verheiratet. Und dann lernt Tom Patrick kennen. Und genau, eigentlich liebt Tom Patrick. Und der letzte Satz von der Beschreibung, den fand ich eigentlich ganz gut. Da steht, The two lovers must share him until one of them breaks and 3 lives are destroyed. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und deswegen möchte ich das sehr gerne lesen. Genau. Der
das 4. Buch, was ich gerne lesen würde im Oktober, ist Rock, Paper, Scissors. Das ist dann der erste Thriller auf meiner Liste. Und ich möchte auf jeden Fall mehrere Thriller lesen im Oktober. Also mal gucken, wie ich das schaffe. Aber Rock, Paper, Scissors ist auf jeden Fall der erste, den ich gerne lesen möchte. Das Buch ist von Alice Feeney. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, worum es da geht. Aber ich habe das sehr oft empfohlen gesehen auf Booktube und auf BookTok. Auch von Sarah Corelli. Ich weiß nicht mehr, wie man ihren Namen ausspricht. Ich glaube, so sagt man das. Sarah Caroli? Ja, auf jeden Fall von ihr habe ich das gesehen in einem Video und sie hat darüber geredet und meinte, das ist richtig gut. Und deswegen, ich wollte mal wieder in ein Buch reingehen, ohne zu wissen, was mich erwartet. Deswegen habe ich mir nichts dazu durchgelesen und sie hat auch nicht wirklich viel dazu gesagt. Oder auf jeden Fall erinnere ich mich nicht mehr daran, was sie gesagt hat, wenn sie was gesagt hat. Aber ich glaube, sie hat nicht viel dazu gesagt. Genau, deswegen will ich einfach in das Buch reingehen, ohne große Erwartungen und gucken, was passiert. Also das ist mein erster Thriller, den ich auf jeden Fall nächsten Monat lesen möchte oder im Oktober lesen möchte. Dann Nummer 5 auf der Liste ist Nothing More to Tell von Karen M. McManus. Gucke ich auch, ob ich den nicht vielleicht sogar noch jetzt im September lese, sonst halt im Oktober. Weil, wie ihr vielleicht schon mal mitbekommen habt, wenn ihr meine anderen Videos geguckt habt, ist Karen M. McManus einer meiner Instant Buy und ich habe alle ihre Bücher gelesen und werde auch alle neuen Bücher von ihr immer wieder kaufen, weil ich sie einfach mega gut finde und sie damals meine Liebe zum Lesen wieder erweckt hat mit dem Buch One of Us is Lying. Deswegen werde ich ihre Bücher immer wieder kaufen. In dem Buch Nothing More to Tell geht es um Bryn, die wieder zurück zu ihrer Schule kommt oder ihrer alten Schule kommt und den Mord an ihrem damaligen Lieblingslehrer, der vor 4 Jahren ermordet wurde, aufklären möchte, um den Mord aufzuklären. Und der beste Freund von Bryn, der war damals einer der 3 Schüler, die die Leiche von ihm gefunden haben. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn ergeben, was ich gerade gesagt habe. Aber auf jeden Fall, das hört sich sehr interessant an und das möchte ich richtig gerne lesen. Entweder jetzt noch im September die letzten paar Tage oder dann halt im Oktober. Das 6. Buch habe ich auch sehr viel empfohlen gesehen. Especially, ich will immer irgendwie Englisch reden. Bei Hailey Fem zum Beispiel auf dem Kanal habe ich das gesehen. Sie hat davon geschwärmt, ist The House Across the Lake von Riley Sager. In dem Buch geht es um Cassie Fletcher, sie ist eine Schauspielerin und sie möchte sich ein bisschen zurückziehen und zieht an ihr Haus am See und beobachtet dann das Paar, was auf der anderen Seite vom See wohnt. Und dann plötzlich ist die Frau verschwunden. Und ich glaube, da höre ich auf zu reden, weil ich habe selber noch nicht viel mehr dazu gelesen. Und ich bin sehr gespannt auf das Buch und möchte da auch jetzt mich nicht irgendwie aus Versehen spoilern oder so. Und euch natürlich auch nicht. Deswegen, das ist das nächste Buch auf meiner Liste. Oder auch der nächste Thriller, den ich auch auf jeden Fall sehr gerne lesen möchte. Und dann 7 und 8 sind vom gleichen Autor oder von der gleichen Autorin und das ist Lucy Foley. Das ist zum einen The Guest List und zum anderen The Paris Apartment. Die beiden möchte ich jetzt auch echt schon länger lesen, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Und jetzt der Herbst ist natürlich wieder die perfekte Zeit für so Thriller. Deswegen The Guest List. Da weiß ich gerade nicht mehr genau, worum es da geht. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das überhaupt schon durchgelesen habe. Ich weiß, glaube ich, nur, dass es eine Party ist und dass einer stirbt. Und mehr weiß ich nicht. Obwohl doch, ich habe nämlich von Sarah Caroli auch ein Video gesehen, wo sie darüber geredet hat und meinte, dass man in dem Buch selber als Leser nicht weiß, wer gestorben ist. Und das finde ich super interessant, weil das habe ich so noch nie gelesen, glaube ich. Dass man nicht weiß, wer überhaupt hier das Opfer ist. Und das finde ich super, super interessant. Deswegen steht das auf jeden Fall auf meiner Leseliste. Und dann The Paris Apartment, da geht es um Jess und sie braucht einen Neuanfang und zieht dann zu ihrem Bruder nach Paris. Und als sie dann in Paris ankommt, in sein Apartment, ist er nicht aufzufinden und er ist verschwunden. Und dann versucht sie das Ganze aufzuklären, was ich auch super interessant finde. Genau.
Aber ich werde natürlich auch über alle Bücher nochmal berichten, wenn ich sie gelesen habe. Und dann kommen nochmal ein paar Bücher, die jetzt auf meiner Leseliste sind. Generell, die ich dann vielleicht noch lesen würde, wenn ich noch Zeit habe. Das ist zum einen Carrie Soto is Back, weil das jetzt gerade rausgekommen von Taylor Jenkins Reid. Und ich habe jetzt auch fast alle ihre Bücher gelesen. Außer 2 von ihren älteren, also Maybe I oder After I Do und Forever Interrupted. Die beiden habe ich nicht gelesen. Und halt jetzt Carrie Soto is Back ist ja das Neueste, das habe ich auch noch nicht gelesen und das würde ich auch sehr gerne dieses Jahr noch lesen. Und dann lese ich momentan, oder habe ich im Mai angefangen, die Off-Campus-Serie zu lesen. Da habe ich jetzt The Deal und The Mistake gelesen. Und ja, da fehlen ja jetzt noch 3. Und dann gibt es ja auch noch die Briar You Serie, die ja auch noch ein bisschen dazu gehört. Genau, aber diese Bücher schiebe ich halt immer so mit rein, wenn ich gerade nichts anderes zu lesen habe oder mal wieder so ein No Thoughts, Just Vibes Buch brauche, weil da sind die immer ganz gut für zwischendurch. Obwohl da auch manchmal schwerere Themen behandelt werden, zum Beispiel auf jeden Fall in The Deal. Aber das fand ich damals sehr gut gemacht und genau. Ich fand die Bücher sehr empfehlenswert. Die 2, die ich auf jeden Fall bis jetzt gelesen habe. Und ich möchte natürlich auch weiterlesen. Was ich gut finde an der Serie ist natürlich, dass man, deswegen habe ich halt auch nicht dieses Verlangen jetzt weiterzulesen, weil jedes Buch handelt um einen der 5 Freunde, die in der Freundesgruppe sind und deren Liebesgeschichte sozusagen und um deren Liebesgeschichte. Deswegen, das erste Buch ist abgeschlossen und dann muss man nicht unbedingt das zweite lesen, aber man kann das dann natürlich danach lesen und so weiter. Also das ist immer, jedes Buch ist so abgeschlossen für sich und deswegen hat man jetzt nicht so dieses, ich muss jetzt das nächste Buch lesen, sondern kann die so ein bisschen verteilen und das finde ich eigentlich ganz schön. Erst recht, weil man dann die Charaktere schon kennt, wenn man jetzt einen Monat später mal wieder ein Buch von denen liest, dann kennt man die Charaktere schon, muss nicht sich irgendwie neu eingewöhnen können an die Charaktere oder diese Charaktere neu kennenlernen. Man kann einfach da machen, da weitermachen, wo man aufgehört hat. Und das finde ich eigentlich ganz cool an der Serie. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Serien zu empfehlen, bei denen das genauso ist. Ich glaube, die Again-Serie von Mona Kasten ist auch so. Die wollte ich eigentlich auch noch lesen. Aber ja, das sind halt dann so eine Bücher, die ich einfach immer so mit rein platziere, wo sie gerade passen in meiner Leseliste. Und dann habe ich hier auch noch Gone Girl, weil das habe ich noch nicht gelesen. Warum auch immer. Das ist ja sehr beliebt und dazu gibt es, glaube ich, auch einen Film oder eine Serie. Irgendwas auf jeden Fall von beiden. Habe ich aber auch nicht geguckt. Ja, Gone Girl möchte ich auf jeden Fall noch lesen. Das habe ich auch schon lange auf meiner Liste. Aber irgendwie ist das jetzt nicht so die Priorität wie die anderen Bücher, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Bücher ich jetzt im Oktober schaffe von denen, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Das werdet ihr dann aber Ende Oktober sehen in meinem Lesemonat Wrap-Up. Ja, zwischendurch werden natürlich noch andere Videos kommen. Im Moment versuche ich halt wirklich jeden Samstag ein Video hochzuladen und ich hoffe, das bleibt erstmal dabei. Mich würde mal interessieren, schreibt mal in die Kommentare ein Buch, was ihr auf jeden Fall im Oktober lesen möchtet. Vielleicht kann ich mir da ja auch ein bisschen Inspiration holen für die nächsten Monate. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!